Wusstet ihr, dass heute vor 87 Jahren die Aktion Arbeitsscheu stattfand? Es war eine der zentralen Aktionen der Gestapo, bei denen Massenverhaftungen stattfanden. Diese Aktionen richteten sich gegen bestimmte Gruppen, die von den Nazis zu unerwünschten Personen erklärt wurden. In diesem Fall all jene, die die Nazis als asozial oder arbeitsscheu ansahen. Sie war sozusagen die Probe für die nächste Stufe auf dem Weg zur Vernichtung des jüdischen Volkes in Europa. Denn zum ersten Mal wurden massenhaft Menschen verhaftet und in Konzentrationslager gesteckt. Später in diesem Jahr, bei den berüchtigten Novemberpogromen, geschah dasselbe mit den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Deutschland und Österreich. Die Opfer der Juni-Aktion waren einer doppelten Verfolgung ausgesetzt. Erst wurden sie durch die Nazis als Ballast für die Gesellschaft verfolgt und später in der Nachkriegszeit stigmatisiert. KZ-Einweisung von Berufsverbrechern galt innerhalb der Polizei und Justiz noch bis weit in die 1960er Jahre nicht als NS-spezifisches Unrecht, sondern vielmehr als eine Fortsetzung regulärer Kriminalpolitik mit lediglich anderen Mitteln. Ähnlich wie bei der Verfolgung von Sinti und Roma wurden Vorurteile fortgeschrieben, nationalsozialistische Kategorisierung von Menschen unkritisch weiterverwendet und die Aussetzung der Vorbeugehaft durch die Alliierten noch weit über das Ende der NS-Herrschaft hinaus von hohen Beamten sogar bedauert. So diskutierten beispielsweise Kriminalisten des Bundeskriminalamtes auf einer Tagung noch im Jahre 1964 unbefangen über die angeblich positiven Aspekte der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung im Nationalsozialismus. Bei den Berufsverbrechern handelte es sich um Mehrfachstraftäter, die wegen Eigentumsdelikten wie Diebstahl, Hehlerei oder Betrug verurteilt worden waren. Auch Sittlichkeitsdelikte kamen vor, in der Regel Verstöße gegen § 175 RStGB, also Homosexualität oder Sodomie. Verurteilungen wegen Gewaltverbrechen wie Körperverletzung oder Totschlag sind in der Gruppe der Berufsverbrecher ausgesprochen selten. Das liegt zum einen schlicht daran, dass dieses Delikt nicht der zeitgenössischen Definition des Berufsverbrechers entsprach. Die dort formulierte Definition des Berufsverbrechers und die Anordnungsvoraussetzungen der Haft blieben während der gesamten NS-Zeit nahezu unverändert. Demnach galt als Berufsverbrecher, wer in der Vergangenheit aufgrund gewinnsüchtiger Delikte zu mindestens 3 Haftstrafen von mindestens 6 Monaten Dauer verurteilt worden war. Doch wie definierten die Nazis asozial und arbeitsscheu? Fundament für die Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen bildete die Idee der Volksgemeinschaft. Das Ideal einer rassisch reinen, also nur aus Ariern bestehenden Gemeinschaft, die allen anderen Völkern überlegen war. Zentrale Klammer der Volksgemeinschaft war der Ausschluss unerwünschter und unproduktiver Teile der Bevölkerung. Das Individuum an sich war nichts wert. Erst der Beitrag zur Volksgemeinschaft als Mutter oder produktives Mitglied der Gemeinschaft machte den Menschen wertvoll. Menschen ohne feste Arbeit, sozial Benachteiligte oder schlimmer noch Behinderte galten als unwert und Ballast, den die nationalsozialistische Gesellschaft loswerden musste, um im Wettbewerb der Völker auf dem ersten Platz zu bleiben. Die Argumentation kommt euch sicher in Teilen bekannt vor. Die Nazis definierten jeden Teil der Bevölkerung bewusst vage, um einen möglichst großen Teil der Armen, Wohnungslosen etc. erfassen zu können. Die offizielle Definition konnte theoretisch auf jeden Bürger, jede Bürgerin angewandt werden. Asozial sind all jene, die durch gemeinschaftswidriges, wenn auch nicht verbrecherisches Verhalten zeigen, dass sie sich nicht in die Gemeinschaft einfügen wollen. Diese sehr nebulöse Formulierung ermöglichte es den Nazis bei der polizeilichen Aktion, einen möglichst großen Personenkreis zu verfolgen. Hier eine kleine Übersicht darüber, wer an diesem Tag ins Visier der Nazis geriet. Vermutlich würde euch auf Anhieb jemand einfallen, den ihr auch persönlich kennt. Wohnungslose, Bettler, sogenannte Landstreicher, Fürsorgeempfänger, also jene, die heute Arbeitslosengeld oder Bürgergeld erhalten, Alkoholiker, Suchtkranke und Prostituierte, sowie all jene Personen, die einen unsittlichen Lebenswandel pflegten, also Homosexuelle, Lesben und unangepasste junge Frauen, die nicht verheiratet waren, aber sexuelle Beziehungen pflegten. Besonders anpassungsfähig war der Begriff arbeitsscheu. Hierunter fielen nicht nur die Arbeitslosen, sondern auch Gelegenheitsarbeiter, die keine feste Stelle hatten und später sogar jene, denen vorgeworfen wurde, in der Kriegswirtschaft nicht genügend Leistung zu erbringen. Frauen hatten dreifach die Möglichkeit, in dieser Aktion erfasst zu werden. Zum einen durch ihren sexuell freizügigen Lebensstil, wenn sie in prekären Verhältnissen lebten, möglicherweise mit vielen Kindern und ganz schlimm mit vielen unehelichen Kindern.
Jugendliche, die unangepasst waren, wie die Swing-Jugend, eine Gruppe von jungen Erwachsenen, die gerne Swing-Musik hörte und sich nach amerikanischen Vorbildern kleidete. Ethnische Minderheiten wurden hier auch erstmals vor den Jüdinnen und Juden verfolgt. Sinti und Roma und die Gruppe der Jenischen, eine Minderheit, die als fahrendes Volk umherzog. Sie gehören auch heute noch zu einer sozial stigmatisierten Minderheit in Europa. Übrigens eine Gemeinsamkeit, die alle diese Opfergruppen tragen. Sie werden erst spät als Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung anerkannt. Wie bei den Zigeunerinnen und Zigeunern setzte sich die Stigmatisierung und Verfolgung dieser Opfergruppe meist nahtlos in der Bundesrepublik fort. Wie lief die polizeiliche Aktion ab? Grundlage für die Massenverhaftungen schuf der Erlass vom 14. Dezember 1937 über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch die Polizei. Er ermächtigte die Kriminalpolizei, Menschen ohne Gerichtsurteil oder eine richterliche Prüfung einfach vom Fleck weg zu verhaften und in ein Konzentrationslager zu überstellen. Denn seit dem Reichstagsbrand im Februar 1933 war es möglich, Menschen in Schutzhaft zu nehmen. Sie konnten sich nicht dagegen wehren und auch keinen Anwalt anrufen. Die Menschen wurden einfach weggesperrt. Es gab 2 Verhaftungswellen. Eine erste kleinere begann schon im April 1938. Hier wurden schon bis zu 2000 Männer verhaftet und in das Konzentrationslager Buchenwald verschleppt. Die Hauptaktion fand aber im Juni statt, weshalb viele die Aktion später Juni-Aktion nannten, um nicht den Nazi-Jargon übernehmen zu müssen. Zwischen dem 13. und 18. Juni, also in knapp einer Woche, wurden im ganzen Reich über 10.000 Menschen verhaftet und in schon bestehende Konzentrationslager deportiert. Dafür müsst ihr wissen, dass das komplexe System der verschiedenen Konzentrationslager schon sehr früh eingerichtet wurde. Das erste Lager, damals noch hauptsächlich für politische Gegnerinnen und Gegner, wie Kommunisten und Sozialdemokraten, wurde bereits im März 1933 in Dachau in der Nähe von München errichtet. Die Vernichtungslager im Osten, vor allem in Polen, in denen systematisch Menschen ermordet wurden, folgten erst im Zweiten Weltkrieg. Kleine Side-Note: Die Verhaftungen fanden nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich statt. Die Verhaftungsaktion war ursprünglich für März geplant, deswegen vermutlich auch die erste kleinere Welle im April, wurde aber dann verschoben, weil Hitler am 12. März 1938 Österreich annektierte. So konnte ein größerer Personenkreis auch in Österreich erfasst werden. Wie gut die Behörden hier zusammenarbeiteten und wie gut die Verhaftungswelle vorbereitet war, zeigt sich an 2 Fakten. 2 Jahre zuvor war Heinrich Himmler zum Chef der deutschen Polizei und des Innenministeriums ernannt worden. Damit wurden Polizei und SS, also jene Terrororganisation, die später für die Ermordung der Jüdinnen und Juden hauptverantwortlich war, zusammengelegt. Und zweitens, die Verhaftungen vor Ort wurden mit Unterstützung der Arbeits- und Wohlfahrtsämter durchgeführt. Kriminalpolizei, SS und Ämter arbeiteten Hand in Hand, denn die lokalen Behörden lieferten Listen und Informationen, sodass eine koordinierte Verhaftung vieler Opfer überhaupt erst möglich war. Wer da so alles mitgewirkt hat. Ja, also richtig ist natürlich, dass es bei weitem nicht nur die Kriminalpolizei war. Aber erstmal muss man feststellen, natürlich war es die Polizei. Die ganz normale Polizei hat intensiv mitgewirkt. Intensiv mitgewirkt haben die Fürsorgeämter. Intensiv mitgewirkt haben die Krankenhäuser, die Ärzte natürlich nicht, einige. Intensiv mitgewirkt die kommunalen Verwaltungen, die Bürgermeister, Nachbarn haben intensiv mitgewirkt. Also ich habe in der Familie jemanden, der mit Trisonomie 21, die haben auf dem Bauernhof gelebt, die Nachbarn haben denunziert, haben gesagt, ja, die haben doch einen Mongo da zu Hause, der muss abgeholt werden. Die Nachbarn. Also es waren nicht nur ein paar böse Institutionen. Ein weiteres Detail, das den Fokus Hitlers offenbart: Er gab den persönlichen Befehl, dass insbesondere kriminell vorbelastete Juden festgenommen werden sollen. So waren unter den rund 9.000 Verhafteten ca. 2.500 jüdische Männer mit Vorstrafen. Besonders problematisch: Die meisten Vergehen waren hier konstruiert, wie Devisenvergehen. Ein Straftatbestand, der extra für Jüdinnen und Juden geschaffen wurde. Die versuchten, ins Ausland zu fliehen und dies natürlich nicht ohne Geld, also Devisenkonten. Aber Geld ins Ausland zu schaffen, galt als sogenanntes Devisenvergehen. Auch banale Vergehen konnte einen auf die Liste und somit in ein Konzentrationslager bringen. Ohne Gerichtsbeschluss, ohne die Möglichkeit, die Entscheidung mit einem Anwalt anzufechten.
Besonders pikant, die Verhaftungswellen dienten auch schlicht dazu, Arbeitssklaven für die SS und deren Bauvorhaben zu rekrutieren. Denn die KZ-Insassen mussten Zwangsarbeit leisten. Vermutlich mit ein Grund dafür, warum gezielt jüdische Männer verhaftet wurden. Mit der Einlieferung in eines der 4 bereits auf deutschem Boden existierenden KZs, Sachsenhausen seit 1936 in Oranienburg, etwa 40 Kilometer von Berlin entfernt, Buchenwald seit 1937 in der Nähe von Weimar und Dachau in der Nähe von München seit 1933, begann für die meisten Opfer ein Martyrium, das erst mit ihrem Tod endete. Not so fun fact am Rande: Mit dem KZ Neuengamme in der Nähe von Hamburg, das im Herbst 1998 eröffnet wurde, deckte das Lagersystem schon ziemlich gut Deutschland vom Norden bis zum Süden ab, denn kurze Lieferwege waren den Nazis auch später bei den Deportationen im Osten wichtig. Aber zurück zur Erfahrung der KZ-Häftlinge aus der Juni-Aktion. In den Lagern der Nazis gab es eine strenge Hierarchie. Jüdinnen und Juden standen natürlich auf der untersten Stufe, aber direkt danach kamen schon die als asozial eingestuften Häftlinge. Sie mussten einen schwarzen Winkel tragen. Über diesen beiden Gruppen standen die sogenannten Berufsverbrecher, also all jene, die häufiger straffällig geworden waren, und politisch Verfolgte. Sie wurden als sogenannte Funktionshäftlinge oder Kapus eingesetzt und nutzten ihre besondere Stellung als Aufseher für gezielte Schikanen. Als Kapo hat man sich nicht beworben. Zum Kapo wurde man von der SS bestimmt und deren Weisungen hatte man zu befolgen. Und zwar unter dem ständigen Risiko, bei mangelnder Pflichterfüllung selbst gequält oder vernichtet zu werden. Die SS setzte Häftlinge aller Winkelfarben als Vorarbeiter, Blockälteste oder Kapos ein. Kommunistische, sozialdemokratische, bürgerliche, asoziale, jüdische, kriminelle, deutsche und nichtdeutsche Männer und Frauen. Die SS hat hier ein perfides System erfunden, in dem sie bestimmte Häftlinge in das Dilemma zwang, gegen kleine Vergünstigungen, die jederzeit widerrufen werden konnten, Mithäftlinge zu demütigen und zu quälen. Doppelt gestraft waren die Asozialen, die gleichzeitig Juden waren. Sie wurden mit einem schwarz-gelben Winkel gekennzeichnet und waren besonderer Quälerei von Kapus und SS ausgesetzt. Außerdem führte die Ankunft tausender neuer Häftlinge in den damals noch kleinen Konzentrationslagern zu einer humanitären Katastrophe. Die Baracken in Buchenwald und Sachsenhausen waren bereits überbelegt. Denn anders als später im Krieg konnte eine Überbelegung nicht mit der Deportation in die Vernichtungslager gen Osten geregelt werden. Bettgestelle mussten entfernt werden und die Häftlinge mussten dicht gedrängt auf dem nur mit Stroh bedeckten Boden schlafen. Ein Überlebender verglich dies mit Fischen in einer Dose. Die sanitären Einrichtungen brachen zusammen, was die Ausbreitung von Seuchen wie Typhus und Hure begünstigte. In Kombination mit Hunger, Erschöpfung durch die Zwangsarbeit und der ständigen Gewalt der SS führte dies zu einem Massensterben, nicht nur unter den Neuankömmlingen. Hier ein Bericht des politischen Häftlings Moritz Zahnwetzer über die Ankunft der neuen Häftlinge aus der Juni-Aktion. Meistens sind es Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung, denen man hier im Lager das Arbeiten lernen will. Junge Menschen mit spindeldürren Beinen sollen hier unter Aufsicht der satt gefütterten SS das Arbeiten lernen. Die Unterbringung der Arbeitsscheuen ist die Schändlichkeit selbst. In aller Eile ist eine große Baracke aufgeschlagen, in der fast alle Inneneinrichtung fehlt. So hausen sie und sterben massenweise. Anders als politische und religiöse Häftlingsgruppen wie die Zeugen Jehovas, die sich auf ihre Gemeinschaft verlassen konnten, hatten die bunt zusammengewürfelten Opfergruppen der Juni-Aktion keine Möglichkeit, sich auf eine Gemeinschaft innerhalb des Lagers zu stützen. Sie mussten sich als Einzelkämpfer durchschlagen. Diskriminierung und Vorurteile gegenüber den Asozialen wurden auch unter der Lagergemeinschaft übernommen. So fehlte den neuen Häftlingen eine gegenseitige Unterstützung im Überlebenskampf, die ebenfalls zum Massensterben dieser Häftlingsgruppe beitrug. Auch in der Nachkriegszeit wurden die Opfer der Juni-Aktion lange diskriminiert und ihnen wurde die Anerkennung als Opfer des Naziterrors verwehrt. Die Stigmatisierung der Nazis wirkte fort. Öffentlichkeit und Behörden waren der Meinung, dass Jenische, Sinti und Roma und Menschen ohne festen Wohnsitz oder Arbeitslose wohl aus den richtigen Gründen im KZ gelandet waren. Selbst die Ausschüsse für die Opfer des Faschismus verweigerten ihnen die Solidarität, denn sie wurden von Jüdinnen und Juden und den politisch Verfolgten dominiert. Die fürchteten um ihr Ansehen. O-Ton: Asoziale und kriminelle Elemente schädigen unser Ansehen.
Wir haben es nicht verdient, dass man uns in einem Atemzug mit diesen Elementen nennt. Galten doch gerade KZ-Häftlinge, die wegen kriminellen Delikten vorbestraft waren, eben lange nicht als Opfer des nationalsozialistischen Terrors. Dabei hatte der Generalstaatsanwalt K.S. Baader bereits 1946 in der Zeitschrift Die Gegenwart zu Recht betont, ich zitiere: Viele kriminell vorbestrafte KZ-Insassen, auch viele Sicherungsverwahrte, haben unter den Verhältnissen im KZ ebenso gelitten wie die politischen Häftlinge. Krankheit, Hunger und Tod ging bei allen um. Sie unterlagen denselben Lagergesetzen, derselben Preisgabe der Menschenwürde und Menschenachtung, denselben Schikanen, Strafen und häufig genug denselben Todesformen. Weil sie wussten, dass der gesellschaftliche Zustand so tragisch ist, dass man ja selbst als politischer Häftling, als Kommunist, als Sozialdemokrat, als Gewerkschaftler kämpfen musste um seine Anerkennung. Und sie haben die gesellschaftlichen Verhältnisse zu Recht so eingeschätzt, dass es zu ihrer eigenen Nichtanerkennung, zu ihrer eigenen Sanktionierung vorwirft, wenn sie sich mit Kriminellen und Asozialen sozusagen auch noch solidarisch machen würde. Das haben ehrliche Kommunisten schon sehr, sehr früh gesagt, dass sie das leider nicht können. Zum Beispiel ist mein Onkel deswegen auch nicht anerkannt worden, weil Kommunisten gesagt haben, tut uns leid, wir wissen, du warst eigentlich ein Genosse. Aber es geht nicht, du hattest den grünen Winkel. Wir können nicht für dich sprechen. Jahrzehntelang kämpften die Nachkommen der Opfer mit dem Verband für die verleugneten NS-Opfer um eine offizielle Anerkennung. Dieser lange Kampf wurde am 13. Februar 2020 endlich belohnt. Der Deutsche Bundestag erkannte an diesem Tag die als asoziale und Berufsverbrecher Verfolgten offiziell als Opfer des Nationalsozialismus an. Die Resolution stellte unmissverständlich fest, niemand wurde zu Recht in einem Konzentrationslager inhaftiert. Wie unterscheidet man einen rechtsstaatlich legitimen von einem illegitimen Freiheitsentzug? Unter dem Rückgriff auf die Habeas-Corpus-Akte aus dem Jahre 1679 lassen sich dafür 4 Kriterien angeben, die seither international anerkannt sind. Ein Freiheitsentzug muss erstens richterlich angeordnet, zweitens zeitlich befristet, drittens durch Rechtsmittel anfechtbar und viertens an das Begehen einer konkreten Straftat gebunden sein. Die Vorbeugungshaft verstieß gegen alle 4 Kriterien. Ihre Anordnung erfolgte durch die Polizei, nicht durch einen Richter. Sie war prinzipiell zeitlich unbefristet und nicht anfechtbar. Weder eine Straftat noch ein Tatverdacht mussten vorliegen. Im Gegenteil. Die Vorbeugungshaft zielte ganz bewusst auf diejenigen, die man eben nicht gerichtsfest überführen konnte. Allein die Vorstrafen waren ausschlaggebend. Zum Zeitpunkt der KZ-Einweisung hatten die Berufsverbrecher ihre Strafen verbüßt. Gemessen an rechtsstaatlichen Maßstäben waren sie rehabilitiert. Ich zitiere Nikolaus Wachsmann: Verbrechen, auch begangen an Verbrechern, bleiben Verbrechen. Seitdem werden Ausstellungen und Denkmäler für diese Opfergruppen vermehrt in Gedenkstätten integriert. Der lange Kampf um Anerkennung unterstreicht, wie langanhaltend und wirkmächtig die Vorurteile in der nationalsozialistischen Gesellschaft an die nächsten Generationen weitergetragen wurden und welche Gleichgültigkeit den Opfern gegenüber auch in den Nachkriegsgenerationen vorherrschte. Sie ermöglichte erst die Verfolgung der eigenen Nachbarn und das Vergessen scheinbar zu Recht verfolgter Opfergruppen. Im Stichwort Kontinuität der Diskriminierung, die eben in den Behörden bestand, das führte dazu, dass mitunter die als asoziale und Berufsverbrecher stigmatisierten und Verfolgten, wenn sie denn die Verfolgung überlebten, nach 1945 den gleichen Wohlfahrtsbeamten, den gleichen Polizeibeamten gegenüberstanden wie vor 1945, die gegebenenfalls für ihre KZ-Einweisung zuständig waren. Es geht nicht darum, die Verfolgung von asozialen und Berufsverbrechern anzuerkennen, denn es gibt keine asozialen und es gibt keine Berufsverbrecher. Denn es ist ein Erbnarrativ, ein Nazi-Narrativ. Das sollte uns heute eine Mahnung sein, dass jede Bevölkerungsgruppe verfolgt werden kann und wie austauschbar die Sündenböcke sind. Damals Juden und Arbeitsscheue, heute Migranten und Langzeitarbeitslose.